Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja schon verschiedene Varianten gezeigt, wie ihr Goldfolie auf einer Karte aufbringen könnt. Und heute wollte ich noch eine weitere Variante zeigen, und zwar wie man die Goldfolie mit einem Laminator auf einer Karte auftragen kann. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist einerseits diese Karte hier. Da habe ich mit so einer Folie und einem Laminator das auf eine Auflagekarte übertragen und ihr seht hier, die glänzt so richtig schön. Das ist das eine, und dann habe ich gleich mit dem Reststück, respektive mit dem Negativ davon, auch noch eine Karte gemacht, weil ich habe das ganz einfach mit dem Snail auf die Karte geklebt. Und damit, die hat jetzt durch diese Folie ein bisschen einen Glanz, aber ansonsten sehen die beiden doch richtig cool aus. Und das gehen wir jetzt an. Was ihr für diese Karte braucht, ist die Basiskarte, wie immer 21 cm x 14,8 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Da habe ich einen 200 Gramm weißen Karton genommen. Dann habe ich mir ein Motiv ausgedruckt, und hier bei dieser Variante ist es wirklich wichtig, das muss ein Tonerdruck sein. Also wenn ihr da nur einen Laserdrucker habt zu Hause, das wird nicht funktionieren. Ihr müsst hier wirklich einen haben, der so eine Tonerpatrone drin hat. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch mit einem Motiv zum Beispiel in einem Kopiershop gehen und da euch das Motiv kopieren lassen, weil die meisten Kopiergeräte arbeiten noch mit Toner, ne? Dann habe ich hier Folie zurechtgeschnitten. Ich nehme an, das nennt man so, keine Ahnung, Bronze. Und dann habe ich ein Stück Backpapier, was ich gefaltet habe und so dann groß genug ist, um die Einlagekarte dieser hier einzufassen. Ich werde nachher noch einen Stempel drauf packen, da habe ich dieses Stempelset und da werde ich dieses Kopf hoch verwenden, und bevor Alice ins Wunderland kam, ist sie gefallen. Finde ich super süß. Das werde ich noch stempeln, und natürlich den Laminator. Also, dann nehme ich das Motivpapier und packe die Folie drauf, und zwar so, dass die mich anguckt, und packe das hier ins Backpapier rein. Und dann gebe ich das dem Laminator so rein, wo die geschlossene Stelle ist. Das ist ein ganz normaler, handelsüblicher Laminator, hat rund 30 Franken gekostet. Wirklich nichts Spezielles. Was halt einfach ist, ich habe den hier jetzt wirklich 5 Minuten aufladen oder aufwärmen lassen, damit der richtig schön heiß ist. Der zieht es auch sehr schnell durch. Und jetzt gucken wir uns an, ob das funktioniert hat. So, wenn wir uns das Resultat angucken, also ich finde, das hat das echt richtig gut übernommen. Ich mache es jeweils immer so, dass ich die Karte ein bisschen größer mache als das, was ich nachher verwende, um genau diese Kanten, damit ich die dann abschneiden kann. Das werde ich jetzt auch gleich tun. Den Laminator brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr und können den beiseite stellen. Ich werde dieses Stück effektiv auch behalten und da gleich eine zweite Karte draus machen, um euch auch zu zeigen, wie ihr das weiterverwenden könnt. Aber erstmal machen wir diese Karte, und da werde ich jetzt diese Kanten alle abschneiden. Voilà. Dann haben wir hier eine wunderschöne Karte mit Glanz, die wir hier jetzt auf die Basiskarte drauf bringen können.
Und das mache ich effektiv mit Flüssigkleber. Wenn ihr euch fragt, was das ist ganz normale Zementitkleber, den ich hier in eine kleine Tülle abgefüllt habe, um da den Flüssigkleber ein bisschen besser regulieren zu können, damit nicht immer so viel rauskommt wie mit der großen Tube. So, und dann müssen wir noch stempeln. Die Stempel habe ich mir einfach mal so ein bisschen mittig platziert. Ich kann das Stück dann immer noch zurechtschneiden. Ihr kennt mich, ich nehme da immer, wenn ich bastle, alle Schneidereste packe ich in eine kleine Kiste rein und verwende die genauso für solche Stempelsachen dann. Stempeln werde ich das Ganze mit der STAZON. Ihr hattet gesehen, ich hatte diesen Stempel bis jetzt noch gar nie verwendet. Von dem her muss man da immer ein bisschen nachstempeln auch. Deshalb ich empfehle es euch wirklich, wenn ihr mit Stempeln anfangt, hier Stempeltool. Ich würde es jedem Acrylblock vorziehen, aus diversen Gründen. So, jetzt hat es den K auch noch nicht ganz. Geben wir dem noch ein bisschen. So, das nenne ich eine Deckkraft. So. Dann können wir dieses Stück noch zurechtschneiden. Und das will ich, um ein bisschen eine Höhe zu schaffen, klebe ich das mit einem Foam Tape an. So, das bringe ich jetzt in eine Ecke, aber trotzdem, also die Karte wird so aufgehen. Das bringe ich hier so in eine Ecke und versuche diesen Abstand, den es jetzt hat, von der Auflagekarte zum Rand auf beiden Seiten zu wiederholen. Et voilà. Das ist schon der ganze Zauber. Dadurch, dass hier erhöht ist, verdeckt hier noch ein bisschen weniger von der Karte. Die kommt noch viel mehr, oder von dieser Auflagekarte, die kommt noch viel mehr zur Geltung. Und ich finde, die ist richtig cool. Komplett schlicht, schnell gemacht, aber mit dieser Goldfolie. Ich hoffe, ihr seht das hier. Ja, die glänzt echt wie Bolle. Und das war es auch schon mit der Karte. Jetzt gucken wir uns noch kurz an, was ihr mit dem Rest machen könnt. Ich gebe hier entlang von so einer Auflagekarte, gebe ich mit dem Snell so Klebepunkte drauf. Dann gucke ich einfach, dass dieses Design hier diesen ganzen Bereich deckt. Jetzt schneide ich das so zurecht, dass ich überall diesen Rand nicht mehr sehe. Et voilà. Dann habt ihr dieses schöne Muster auf der Karte drauf. Die hat eher einen Glanz durch diese Plastikfolie, die drauf ist. Aber ihr könntet es wäre fast schade, so ein schönes Design wegzuschmeißen. Von dem her könnt ihr die jetzt genau gleich auch als Auflagekarte verwenden. Dann nehme ich hier auch wie vorhin die Basiskarte und klebe das da drauf. Dann stempeln wir auch gleich nochmal und klebe das auch mit diesem Doppelklebeband oder mit diesem Foam Tape auf die Karte. Et voilà, so haben wir mit einem Streich 2 Karten gemacht, die hier mit der Folie laminiert
und die hier das Reststück, wo so eine Plastikfolie drüber ist, mit dem Rest der Folie, der da drunten dranhängt. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, inklusive dem Laminator, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!